Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich für euch diese coole Kragenkapuze für Herren gehäkelt. Sie ist schnell gemacht und sehr einfach nachzuhäkeln und daher auch ein ideales Geschenk für Weihnachten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nacharbeiten. Für diese Schalkapuze nehme ich die Ponte von Gründel sowie eine Häkelnadel Nummer 5. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 260 Meter Lauflänge. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle zunächst 2 Luftmaschen. Drehe mir die erste ein bisschen um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Steche ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Dann in den Querfaden wieder einstechen, den Faden durchholen, eine Masche abmaschen und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen, eine Masche abmaschen und dann die restlichen beiden. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen und wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Und das machen wir so lange, bis diese Kette, wenn sie zum Ring geschlossen wird, gut über den Kopf passt, also angenehm über den Kopf passt. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 72 feste Maschen gemacht. 72 ist durch 4 teilbar und bei mir sind das ungefähr 53 cm. Wie gesagt, wenn ihr das jetzt zur Runde schließt, muss das angenehm über den Kopf passen. Und jetzt einfach nicht kippen, so wie wir es in der Hand halten, so wie wir gehäkelt haben. Schauen, dass sich das Ganze nicht verdreht und zur Runde schließen in die erste Masche, die erste feste Masche, und jetzt haben wir die schönen Maschen oben. Und ich beginne mit einer Luftmasche und häkle gleich da, wo die Luftmasche rauskommt, also da wo wir geschlossen haben, ein halbes Stäbchen und noch ein zweites in die nächste Masche, 2 halbe Stäbchen, und dann häkle ich 2 Stäbchen, 1, 2, dann wieder 2 halbe Stäbchen und immer abwechselnd 2 Stäbchen, 2 halbe Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so, immer 2 Stäbchen, 2 halbe Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Am Ende müssen 2 Stäbchen kommen, damit der Rundenübergang wieder passt.
und ich schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde, häkle wieder eine Luftmasche und gleich wieder in die erste Einstichstelle ein halbes Stäbchen und auf das nächste halbe Stäbchen ebenfalls ein halbes Stäbchen und die beiden normalen Stäbchen häkle ich als Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, ich steche um das Stäbchen herum, also nicht in den Kopf, sondern vor dem Stäbchen einstechen, hinten herumstechen, vorne wieder herauskommen, den Faden durchholen und ein Stäbchen häkeln, ein Umschlag, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln und dann kommen wieder die beiden halben Stäbchen, die Reliefstäbchen ein bisschen nach rechts schieben, dann werden die beiden Maschenköpfe sichtbar. Hier kommen 2 halbe Stäbchen hinein und dann wieder 2 Reliefstäbchen von vorne. Wie gesagt, am besten etwas zur Seite schieben, dann wird der Maschenkopf sichtbar, den wir behäkeln wollen. Und dann wieder 2 Reliefstäbchen von vorne. Das Ganze sieht dann so aus, wir bekommen ein schönes Rippenmuster und das machen wir wieder die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. Das Ganze sieht so schön gerippt aus und ich schließe wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Und wie gesagt, diese Runde wird nun wiederholt. Sie beginnt immer mit einer Luftmasche, dann 2 halbe Stäbchen, dann 2 Reliefstäbchen von vorne, zwei halbe Stäbchen, zwei Reliefstäbchen von vorne und das Ganze machen wir, bis wir ungefähr 14 bis 15 cm Höhe haben und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Mein Kragen ist jetzt ca. 14 cm hoch. Ab jetzt häkeln wir in Reihen weiter und zwar bis hierher und dann wieder zurück. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle jetzt lauter halbe Stäbchen, also auch auf die Reliefstäbchen der Vorreihe häkle ich halbe Stäbchen, bis ich beinahe rundherum gekommen bin. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. Diese beiden Reliefstäbchen lasse ich unbehäkelt und wende die Arbeit. Beginne wieder mit einer Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle ein halbes Stäbchen. Häkle die ganze Reihe wieder zurück und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Achtet hier darauf, dass ihr auch
dieses letzte halbe Stäbchen nicht vergesst, ganz am Ende der Reihe. Zur Kontrolle, ihr habt jetzt 2 Maschen weniger als unten beim Bund und dann wenden wir die Arbeit wieder und wiederholen diese Reihe, die wir soeben gemacht haben. Und zwar mache ich für einen Herrn ca. 32 cm ab dem Bund und die passende Höhe für eine Dame oder ein Kind oder auch für euren Herrn findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus, denn jede Kopfform ist anders. Ich mache wie gesagt 32 cm in halben Stäbchen und wenn ihr eure Höhe erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe ab hier gemessen 32 cm hoch gehäkelt und jetzt klappe ich mir das Ganze so zusammen, dass praktisch die schöne Seite jetzt innen ist. Hole mir den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle die beiden Teile Masche für Masche zusammen mit festen Maschen und ich mache die festen Maschen so, dass ich den Faden immer etwas heraufhole und dann abmasche. So bleibt das Ganze dehnbar und wird schön flach. Und ich schließe diese Naht und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die Naht geschlossen, möglichst weit an den Rand hinaus gehäkelt, damit hier kein Loch entsteht. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden. Dann klappe ich das Ganze wieder um, sodass die Naht jetzt wieder innen ist. Das Ganze sieht jetzt so aus und jetzt machen wir noch ein Abschlussrändlein und dazu beginne ich bei der Kapuzennaht. Ich steche in der Nähe der Naht ein, hole den Faden durch, verknote ihn steche an derselben Stelle noch einmal ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, hole einen Umschlag, steche noch einmal an derselben Stelle ein, hole den Faden durch, häkle ein halbes Stäbchen, den Faden häkle ich gleich mit ein und jetzt mache ich lauter halbe Stäbchen ungefähr im selben Abstand, also so, dass jede Masche ungefähr gleich viel Platz hat, dass es sich nicht wellt, aber auch nicht zusammenzieht. Also achtet darauf, dass das möglichst flach wird. Und das machen wir einmal bis hier unten, bis wir beim Kragen unten ankommen und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am Kragen unten angekommen, habe hier nur als Richtwert 46 halbe Stäbchen gehäkelt. Diese Zahl merke ich mir dann. Für die andere Seite sollten in etwa gleich viele sein. Es kommt nicht auf eine mehr oder weniger an, aber
In etwa sollte das schon stimmen. Und jetzt sind wir hier unten beim Kragen angekommen und auch da häkle ich hier in die Ecke ein halbes Stäbchen, dann auf die 2 freien Maschen hier, dann noch einmal eins in die Ecke, also 4 Stück hier unten, und dann geht es wieder auf der anderen Seite hinauf. Und wie gesagt, schaut, dass ihr auf beiden Seiten in etwa gleich viele halbe Stäbchen habt. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des ersten halben Stäbchens. Beginne wieder mit einer Luftmasche, häkle jetzt 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, und jetzt häkle ich 2 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen. Das bedeutet, ich hole einen Umschlag, hole den Faden durch die nächste Masche durch, hole keinen Umschlag, hole den Faden durch die zweite Masche, die kommt durch, und masche alle Fäden gemeinsam ab. So haben wir 1 abgenommen. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Ich häkle 4 halbe Stäbchen ganz normal, 2, 3, 4, und die nächsten beiden maschen wir gemeinsam ab. Das heißt, einen Umschlag holen, den Faden durch die erste Masche holen, keinen Umschlag, dann in die zweite Masche einstehen, den Faden durchholen. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. 1, 2, 3, 4 und immer Nummer 5 und 6 gemeinsam abmaschen. Das muss sich nicht genau ausgehen über die ganze Runde. Ihr macht es einfach so oft es sich ausgeht, rundherum, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des ersten halben Stäbchens. Ich würde jetzt eine Armprobe empfehlen, um zu schauen, ob ihr das Bündchen noch mehr einhalten müsst oder nicht, und bei Bedarf noch eine Abnahmerunde häkeln. Bei mir passt das jetzt so und ich häkle jetzt zum Schluss noch eine Runde einfach drüber ohne Abnahmen, und wenn ich rundherum gekommen bin, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich schließe noch die Runde mit einer Kettmasche, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und wenn ihr die Fäden vernäht habt, ist unsere Herrenkapuze fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit dieser tollen Kragenkapuze für Herren, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.